Herzlich willkommen bei meinem Maltutorial Acryl, und zwar malen wir heute einen Schmetterling. Ich will euch zeigen, wie man auf einfache Art zu diesem kleinen, aber feinen Schmetterling kommt. Dafür braucht ihr Acrylfarben in Brauntönen, dann Ocker, Neapelgelb, Magenta und etwas Lavendel. Ich benutze dazu eine Malplatte, ihr könnt aber auch einen Keilrahmen in der Größe 40 x 50 verwenden. Hierfür lege ich jetzt einmal mit lockeren Pinselstrichen in sehr hellen Cremetönen, also ich beginne mit Weiß, so eine Art Vorzeichnung des Schmetterlings an, wobei ich noch nicht die genaue Form definiere. Was ich mit diesen Pinselstrichen erreichen will, ist das Feeling des Schmetterlings, das heißt die Flügel, die zarten, die Maserung soll hier schon ein bisschen angedeutet werden. Und da ich noch keine fixen Konturen habe, kann man den Pinsel viel lockerer schwingen, als wenn ich mir vorher den Schmetterling vorzeichne. Dann kann ich nicht so ungeniert über das Blatt malen, wie ihr seht. Ich beginne jetzt mit Weiß und dann verwende ich Neapelgelb mit einer Mischung auch mit Sienna gebrannt und male da jetzt drüber. Das Weiß mischt sich mit dem Sienna gebrannt und ergibt einen schönen Farbton. Die Pinselstriche sind ganz wichtig, sollten schon die Form der Flügel einnehmen. Also ich weiß schon circa, wie ich meinen Schmetterling positioniere. Nun lege ich noch eine Schicht mit Lavendel oder Fliederfarbe ganz leicht über den Schmetterling. Ich schaue, dass der Schmetterling sehr, sehr hell wird, weil ich den Hintergrund ja sehr dunkel halte und damit ein schöner Kontrast entsteht. Jetzt beginne ich ganz locker mit einer Kreide, am besten ist Sepia oder auch Sienna gebrannt, eine Pastellkreide, beginne ich die Konturen vorzuzeichnen. Ihr seht, ich nehme das Weiß noch mit, zeichne den Körper circa ein und die Flügel. Nun werde ich den Hintergrund anlegen, und zwar in einem sehr dunklen Ton, Van Dyck Braun mit Umbra gebrannt gemischt. Nehme den breiten Pinsel und jetzt konzentriere ich mich natürlich auf die Konturen, die ich vorher schon vorgezeichnet habe. Da ja der Schmetterling schon mit lockeren Pinselstrichen angelegt ist, kann ich mich jetzt voll und ganz auf den Hintergrund konzentrieren. Und immer wieder bei der Kontur genau und dann gleich in den Hintergrund ausmalen.
Super, jetzt bin ich mit dem Hintergrund fertig und nun kommen noch die Details des Schmetterlings. Ihr könnt euch ein Foto eines Schmetterlings als Vorlage nehmen oder einfach meine Vorlage nachmalen. Das ist auch ein bisschen ein Fantasieschmetterling. Mir geht es jetzt nicht um die naturalistische Darstellung, sondern einfach einen luftig lockeren Schmetterling auf dunklen Hintergrund, eher hell gehalten, darzustellen. Teilweise ist die Farbe noch feucht. Ich male hier mit Van Dyck Braun und vermale auch die helle Farbe vom Hintergrund, das heißt, ich schattiere hinein. Falls ihr den Hintergrund schon trocken habt, müsst ihr euch so einen Pastellton dann mischen. Mit den Farben des Schmetterlings natürlich. Nun nehme ich wieder Van Dyck Braun auf und beginne die Konturen etwas dunkler zu malen. Die Kontraste des Hell und Dunkel im Schmetterling gefällt mir auch sehr gut. Ich taste mich jetzt so richtig vor, wie dunkel ich gehen sollte. Ganz wichtig ist das Weiß, das auf der Seite, der weiße Rand des Schmetterlings, der ist ganz wichtig, weil sonst würde er im Hintergrund verschwinden. Nun deute ich schon den Körper an und ihr seht, kleines Detail am Rande, die Fühler habe ich weiß gelassen. Damit er ein bisschen bunter wird, nehme ich auch jetzt einen Magentaton und male ein paar Akzente in den Schmetterling. Ich will ihn nicht knallbunt haben, das Bild soll schon sehr Ton in Ton gemalt werden, aber ein paar Details in bunteren Farben schaden nicht bei diesem Bild. Hierfür verwende ich jetzt einen dünnen Rundpinsel
und arbeite mich so ins Detail hinein. Nun ist für mich der Schmetterling schön genug. Er soll ja luftig und locker sein, so richtig im Flug. Man sieht schön die Flügel. Und nun wende ich mich noch den Hintergrund zu. Der Hintergrund ist mir noch ein bisschen zu fad. Er ist jetzt getrocknet, der Hintergrund, und jetzt lege ich mit der Schwammtechnik, das ist ein Naturschwamm, tupfe ich jetzt in helle Farbe und gestalte hiermit den Hintergrund etwas interessanter. Jetzt trage ich wieder dunkle Farbe auf den hellen Stellen des Hintergrunds auf. Diese Abwechslung von hell und dunkel lässt den Hintergrund noch viel 3D-mäßiger erscheinen. Und er passt jetzt, finde ich, viel besser zum Schmetterling. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Falls ihr Materialien braucht, in unserem Shop lapelotshop.at könnt ihr gerne bestellen oder uns eine info@lapelot.at eine E-Mail schreiben. Über ein paar Likes oder Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen.